Hogwarts Legacy bietet eine riesen Open World mit vielen Dingen, die man entdecken kann und erleben kann. Doch seid ihr nicht auch manchmal in Situationen geraten, wo ihr einen Bereich nicht betreten konntet, weil der verschlossen war von einem Schloss? Um genau dieses Problem nie wieder zu haben, zeige ich euch heute natürlich, wie ihr, egal wo ihr steht, wo ihr seid, jedes Schloss in Hogwarts Legacy knacken könnt. Dazu solltet ihr ein wenig Zeit mitbringen, da ihr ein paar Dinge einsammeln müsst. Aber macht euch keine Sorgen, mit meinem Guide seid ihr in 0, nix durch mit der Sache. Es gibt übrigens auch noch mehr Videos rund um Hogwarts Legacy auf meinem Kanal, also lohnt sich ein Abo hier definitiv. Kommen wir aber nun zu den Schlössern. Wenn ihr alle Schlösser knacken wollt in der Welt von Hogwarts Legacy, kommt ihr nicht drum rum, die Hauptgeschichte weiterzuspielen. Die Fähigkeit, Schlösser zu knacken, bekommt ihr in der, ich glaube, 22. Hauptquest, das ist ungefähr in der Mitte der Main Story, wo ihr mit dem Hausmeister von Hogwarts, Mr. Moon, sprecht. Der hat nämlich ein Problem, er hat nämlich panische Angst vor genau diesen Statuen, die so ein blaues Leuchten haben, und er bittet euch, diese zu entfernen. Basically aus der ganzen Welt, weil es ihn da auch stört anscheinend. Er bringt euch im Gegenzug dafür den Zauber Alohomora bei, der es euch ermöglicht, nun Schlösser der Stufe 1 zu knacken. Denn dadurch seid ihr in der Lage, in der Hauptquest weitere Statuen einzusammeln. Aber wir wollen ja nicht Stufe 1 Schlösser knacken, sondern wir wollen bis zur Stufe 3 gehen. Was müssen wir also dafür tun? Ganz simpel, die Quest im Grunde weiter verfolgen, denn wir brauchen Alohomora Stufe 3. Für Stufe 2 müssen wir dann 9 dieser Statuen einsammeln, speziell müssen wir die Kugeln einsammeln, und für Stufe 3 müssen wir dann nochmal 13 weitere einsammeln. Ironischerweise heißen die Kugeln, die wir sammeln, Demigeist-Monde. Versteht ihr? Demigeist-Monde zu Mr. Moon zurückbringen und so. Naja. Dabei empfiehlt es sich auch, dass ihr im Anschluss von dieser Quest die Questline rund um die Flugstunden startet. Die macht ihr so lange, bis ihr das allererste Mal alleine und außerhalb von Hogwarts fliegen könnt. Denn es wird einige Statuen geben, die sind im Hochland verteilt, das heißt also in der Open World rund um Hogwarts, und da zu Fuß hinzugehen wäre ein bisschen schwierig. Diese Statuen übrigens könnt ihr nur bei Nacht einsammeln, tagsüber sind sie auch sichtbar, aber sie haben dort eine andere Farbe und ihr könnt nicht mit ihnen interagieren. Falls es dann nochmal Tag ist und ihr so eine Statue seht durch Zufall, könnt ihr einfach auf die Karte gehen und die Zeit beschleunigen. Aber dann seid ihr wirklich ready, alle Demigeist-Statuen einzusammeln und alle Geheimnisse von Hogwarts Legacy zu erkunden. Wenn ihr all diese Punkte beachtet, dann stehen euch nur die 22 Statuen im Weg, und ich zeige euch jetzt in diesem Video natürlich auch, wo die sich befinden. Hier unten in der Timeline könnt ihr nach vorne springen, wenn ihr spezielle Locations sucht, aber ich würde sagen, wenn ihr all das geschafft habt, seid ihr wirklich ready, alle Geheimnisse von Hogwarts Legacy zu erkunden. Und wenn ihr doch was verpasst, dann checkt doch mal gerne mein Video aus. Da habe ich 6 geheime Orte, die ihr eventuell schon verpasst habt, markiert, und die schauen wir uns mal an. Aber jetzt geht es um die Locations der Statuen und wir fangen an mit Nummer 1. Rein technisch gesehen bekommen wir den ersten Demigeist-Mond schon zu Beginn, wenn wir mit Mr. Moon sprechen in der Quest. Links neben ihm steht die Figur, aber die zählt nicht mit rein. Die erste richtige Figur bekommen wir dann auch in der Quest, wenn wir uns in den Krankenflügel schleichen und dort dann oben bei den Betten die erste Figur abholen. Das heißt, ihr kommt da sowieso vorbei, also macht euch da keine Gedanken. Wir bleiben gleich bei Mr. Moon, beenden den Dialog und bleiben im Südflügel und gehen einmal hier runter die Wendeltreppe. Und wir kommen auch an einem geheimen Raum vorbei, den ich in meinem letzten Video erklärt habe. Checkt den gerne mal ab, den Raum. Allerdings gehen wir einfach weiter an der Landkarte vorbei und dann bis fast zum Ende. Und dann sehen wir hier links 2 Toiletten. Und die können wir beide benutzen, logischerweise. Eine davon müssen wir noch aufschließen. Das können wir jetzt auch letztendlich. Es gibt hier mehrere Toiletten und eine davon, nämlich die mittlere, hat einen Durchgang zum Heizkeller höchstwahrscheinlich, da ist eine Truhe, aber dann auch der erste Demigeist. Und ihr seht schon, es ist tags, das heißt also, ich werde mich jetzt einmal hier auf die Karte bewegen, R3 drücken auf der PlayStation 5 und bis in die Nacht warten, und ihr werdet dann sehen, tada, die Farbe hat sich verändert. Mond Nummer 3 befindet sich im Astronomieflügel beim Klassenraum von Professor Fig. Dort gehen wir einfach rein in den Klassenraum, dann in sein Büro, und dort sehen wir dann auch schon hinter seinem Tisch das Ganze aufleuchten. Beim Bibliotheksanbau im Bereich des Unterrichtsraums für Wahrsagen finden wir dann ganz oben beim Turm natürlich das Büro der Wahrsagerin, wenn man das überhaupt Büro nennen kann. Hier gehen wir einfach die Leiter hoch, und auch dort ist es relativ einfach sichtbar, wenn es zumindest nachts ist, wo diese Figur ist. Da sehen wir sie auch schon aufblitzen, und können wir zur nächsten. Nummer 5 befindet sich auch im Bibliotheksanbau. Hierbei müssen wir diesmal wirklich in die Bibliothek, und zwar in den Bereich der verbotenen Bibliothek. Diesen Bereich werden wir im Laufe der Hauptgeschichte freischalten, macht euch da also keine Sorgen, und danach können wir ganz easy rein, ohne dass wir schleichen müssen. Hierbei gehen wir also einfach in die Bibliothek rein, hier in den verschlossenen Bereich, der jetzt natürlich geöffnet ist, gehen einmal die Treppe hier runter und nochmal runter und müssen dann durchlaufen bis zum Ende des Bereiches hier, müssen dann nochmal eine Treppe runter, und dann müssen wir wieder bis zum Ende des Bereiches laufen, und dann sehen wir da auch schon auf dem Tisch die Statue stehen.
Figur Nummer 6 befindet sich in der großen Halle. Dort müssen wir einfach rechts hier in diesen kleinen Büroraum rein. Der ist verschlossen, den können wir ja logischerweise aufmachen. Und dann ist die Figur da auf dem Tisch relativ easy. Wir verlassen Hogwarts einmal und gehen nach Hogsmeade. Dort bekommen wir die nächsten Monde. Den allerersten kriegen wir im Wälzer- und Schriftrollenladen. Hinten quasi hinter der Theke. Da gehen wir also einmal durch den Laden durch, hinter der Person vorbei hier in seinen privaten Bereich, wo er uns einfach reinlässt. Dankeschön. Und da sieht man dann auch schon, tada, ist die Figur. Mond Nummer 8 befindet sich in der Nähe von der Floo Flame West Hogsmeade. Dort gehen wir in den Laden Eberkopf rein, der ist auch mit einem Stern auf einer Karte markiert. Und auch hier hinter der Theke in den privaten Gemächern von dem Barbesitzer befindet sich, wir sehen es auch schon, die Figur. Im Zentrum von Hogsmeade, in die 3 Besen, befindet sich die 9. Figur. Da gehen wir einfach von Süden herein, gehen links die Treppe hoch, gehen dann rechts rum und dann nochmal die Treppe hoch und dann nochmal die Treppe hoch und dann nochmal die Treppe hoch, drehen uns dann nochmal nach oben und gehen die letzte Treppe hoch und dann haben wir eine verschlossene Tür und das ist quasi ja der Privatbereich für die Professoren, wo wir reingehen und da haben wir dann auf dem Tisch die 9. Figur und wir haben jetzt die Möglichkeit zurück zu Mr. Moon zu gehen und Stufe 2 Stufe 2 Alohomora zu bekommen. Wenn ihr in Hogsmeade geblieben seid, dann müsst ihr in den nördlichen Bereich zum Café Besenknechts Sonntagsstart. Dort geht ihr einfach rein, dreht euch rechts um und dann auf der Theke befindet sich dann die 10. Statue. Die 11. Statue befindet sich fast ganz im Norden vor der Brücke, hier neben dem Geschäft. Ich habe den Namen leider nicht mehr im Kopf. Und dort in dem Gebäude, wo ihr auch das Schloss aufbrechen müsst, befindet sich dann die Statue. Ganz easy zu finden auch. Im Nordosten von Hogsmeade befinden sich 2 einzelne Häuser. Dort habt ihr dann im rechten Haus innen drin die weitere Statue, die ihr sucht. Ab jetzt geht's erstmal in die weite Welt des Hochlandes. Das heißt also, schnappt euch euren Besen und lasst uns durch die Lande fliegen. Nummer 13 befindet sich ganz im Norden. Wir fangen von Norden an und gehen runter bis in den Süden. Pit-Upon-Ford heißt der Ort und dort in der Nähe befindet sich die 13. Figur. Dort in der Nähe der Floo Flame gibt es so ein alleinstehendes Haus. Da können wir reingehen. Und wir müssen dann einmal nur nach oben mehrfach die Treppe hoch, bis es nicht mehr weitergeht. Und dann sehen wir hier versteckt, sieht fast aus wie eine Lampe, die Figur. Dann müssen wir einmal natürlich den Tageszeitpunkt wechseln und dann können wir sie einsammeln. Etwas weiter südlich in Upper Hogsfield befindet sich die nächste Figur. Da müsst ihr einfach nur zu dem Haus, wo das Rad vor der Tür liegt und da habt ihr dann die nächste Statue. Nummer 15 befindet sich in Arrynshire, das ist südlich von Hogsmeade, in der Nähe der riesigen Brücke, also auch in der Nähe der Gleise, relativ einfach zu finden. Dort habt ihr relativ zentral ein Haus mit so einem kleinen Anbau und da geht ihr einfach rein und ihr habt es jetzt hier schon gesehen, in der Eagle Vision bzw. Mit Revelio hat man das schon vorher gesehen, da ist die Statue auch schon. Und dann machen wir weiter mit Statue Nummer 16. Die befindet sich südöstlich von Arrynshire, nämlich Brockborough heißt der Ort. Dort haben wir so ein alleinstehendes Haus mit so einer Buche zu stehen. Und da haben wir dann, wenn wir das ganze Licht mal anmachen, versteckt hier links die weitere Statue. Wir folgen dem Verlauf des Flusses bis zu einer Brücke. Dort in Keenbridge befindet sich die nächste Figur. Übrigens ist da auch Merlins Prüfung vorhanden. Die habe ich aber nicht gelöst. Hier in diesem Video zeige ich euch nur, wo sich das Ganze befindet. Und zwar haben wir einmal hier dieses kleine Häuslein, was da am Berghang steht. Und dann machen wir einmal das Schloss hier kurz auf. Und direkt auf der Ablage neben der Vase wartet die Statue auf uns. Wir folgen dem Verlauf des Flusses weiter Richtung Südwesten bis zu dem kleinen Dörflein Irondale. Da haben wir übrigens auch eine Aufgabe bezüglich der Besenprüfung bzw. der Besen-Questline. Das nur mal so nebenbei gesagt. In diesem Ort gibt es nicht wirklich viele Häuser. Das Haus, was dem Floo Point bzw. der Floo Flame am nächsten ist, wo auch diese Sidequest auch davor steht, da müsst ihr rein, da müsst ihr auch nichts aufbrechen, sondern habt ihr einmal hinter dem Tresen versteckt die Figur. Nummer 19 befindet sich ganz im Südwesten in Feldcroft. Da gibt es so ein Haus, was relativ gut bewachsen ist mit Pflanzen und das ist auch das Haus unserer Begierde. Dann müssen wir diesmal nicht die Treppe hoch, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, sondern wir können unten bleiben. Da wartet auf uns am Fensterbrett einmal die Figur. Wir verlassen einmal das Hochland und gehen wieder zurück nach Hogsmeade. Jetzt haben wir noch 3 übrig, dann sind wir fast fertig, Leute. Und zwar im Süden von Hogsmeade, in der Nähe des Schriftrollenladens, haben wir hier so eine kleine Seitenstraße. Also eine relativ dünne, kleinere Seitenstraße. Und da das erste Haus gleich links, da müssen wir rein. Dort diesmal wirklich die Treppe hoch und dann haben wir die Nummer 20 abgeklappert. Die letzten beiden Figuren befinden sich wieder in Hogwarts. Die sind ein bisschen komplizierter zu finden. Ich erkläre euch aber den Weg relativ easy. Ihr müsst in den Bibliotheksanbau
zur Flue-Flame Unterrichtsraum Zaubertränke. Lauft dann nicht in den Unterrichtsraum rechts rein, sondern geht die Wendeltreppe runter. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Dann einmal hier nochmal links vorbei, zack. Das könnt ihr öffnen, das war vorher verschlossen. Und dann habt ihr einmal hier auf der linken Seite eine Tür mit dem Ort unserer Begierde. Und die letzte Figur befindet sich auch in der Nähe des Bibliotheksanbaus beim Verwandlungshof. Wenn ihr dort spawnt, dreht euch einmal um, geht in die Tür gleich, die hier ist, und dann bei der Treppe nach rechts. Da gibt es einen Raum, der ist verschlossen, wo so zwei, wie heißt denn das? Ich habe den Namen vergessen. So zwei Skulpturen sind, die reden. Da macht ihr einmal das ganze Ding auf. Und dann habt ihr links hier in dem Raum die letzte Figur und seid ready to go. Wenn wir die letzte Figur eingesammelt haben, können wir zurück zu Mr. Moon und er wird uns dann im Gegenzug für die eingesammelten Figuren Alohomora Stufe 3 beibringen. Jetzt sind uns keine Grenzen mehr gesetzt. Wir können alles erkunden. Das ist auf jeden Fall eine Erleichterung, für mich zumindest. Dennoch sagt er uns, dass es noch weitere gibt. Es gibt insgesamt 6 weitere Statuen in Hogwarts und Hogsmeade insgesamt und noch 4 weitere ganz im Süden. Da kommt man erst im Late Game hin und das könnt ihr einsammeln, wird euch aber kein Alohomora Stufe 4 bringen. Dennoch, wenn ihr sagt, ihr habt jetzt schon einiges entdeckt, wollt aber vielleicht geheime Orte nicht verpassen, dann checkt doch gerne mal mein letztes Video ab. Da habe ich 6 geheime Orte gezeigt, die ihr vielleicht verpasst habt. Sonst freue ich mich darauf, euch in den nächsten Videos rund um Hogwarts Legacy begrüßen zu können. Und wir sehen uns. Bis dahin, Freunde. Ciao mit V.